Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ideenwerkstatt. Ganz unter dem Stern der EM 2024 im eigenen Land. An meiner Seite Christian Kolb. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf wieder. Richtig. Heute hast du uns was Wunderbares aus dem kroatischen Fladenbrot Lipinja gezaubert. Exakt. Also da bin ich sehr breit gefächert gegangen. Ich habe ein bisschen Portugal drin, also so eine Mixtur von vielen schönen Aromen. Darunter einmal Schweinesteak, Minutenfleisch, also dünn geschnitten, eine Kartoffelcreme, Zwiebeln, Jalapenos, wenn man will. Und das Fleisch ist aber das Geheimnis. Und die Zubereitung, wie das geht, das will ich dir jetzt auch gleich zeigen. Da du ja hier bei der Backshop bist, bei uns ist immer das Brot das Geheimnis. Ja. Und tatsächlich, also wie du schon sagst, da kannst du ja eigentlich alles mitmachen. Ne? Ja. Fertig gebackenes kroatisches Fladenbrot ist ja eigentlich so ein Allrounder, der immer Exakt. geht, ob es vorweg einfach zum Dippen oder zum Abreißen ist. Oder am Ende des Tages zum Veredeln mit deiner tollen Note und Minutenfleisch-Idee. Ja. Eigentlich geht alles, oder? Du hast es auch schon richtig angedeutet, dieses Produkt, dieses kroatische Fladenbrot hat natürlich viele Möglichkeiten und alleine zu essen wäre das ein bisschen viel. Ja. Dann wäre er satt beim Fußballspiel. Ich möchte es ja gesellig haben und deswegen machen wir ein geselliges Produkt. Mir wäre es recht, wenn du mir bitte diese Sache röstest. Ich brauche da mehr Geschmack noch dran von den schönen Röstaromen und dann legen wir es nachher zusammen. Aber jetzt erkläre ich den Zuschauern mal, wie das Fleisch geht. Du machst hier die Sache weiter. So, was habe ich gemacht? Das Fleisch wird über Nacht, im idealen Fall, sonst mindestens 2 Stunden bitte, mit Wein und Essig, Knoblauch, Paprika und Chili mariniert. Dann sieht das so aus. Das hole ich dann raus, tupfe es ab, damit es trocken ist, denn diese Marinade brauche ich zur weiteren Bearbeitung. So. Ich schneide mal zwischendurch. Sei so nett, auf, ne? ja, mach mal ruhig 2. Das passt mir ganz gut. Ich werde auf jeden Fall das Fleisch jetzt mal entspannt anbraten. Mit einer etwas höheren Hitze, also Minutensteak, aber wir garen es nicht komplett fertig. Warum? Erkläre ich gleich. Sorry, ich krieg's nicht durchgeschnitten. Das lernen wir, wenn du eine Konditorenausbildung machst oder wenn du in der Patisserie arbeitest. Man sollte so ein Produkt nie einmal so durchschneiden, sondern immer rundherum, wie wenn du einen Biskuitboden aufschneidest. Und dann funktioniert das wunderbar. Ein Glück haben wir den Professional hier mit dabei, So, sonst bitteschön. wäre ich hiermit schon fertig gewesen. Vielen Dank dafür. Gibst du mir bitte mal Wein und Essig? Das sollte bitte? ich hinkriegen. Danke. Das Fleisch bereiten wir für die Marinadezeit, also Marinierzeit, wie man so schön sagt, mit Knoblauch. Weißwein, das sollte das Fleisch bedeckt sein. Oh, ordentlich Knoblauch drin, ne? Ja. Ein Schuss Essig. Eine Chilischote. Bitte anschneiden, sonst kommt die Schärfe nicht raus. Und wenn man möchte, Paprikapulver. Aber nicht nur, wenn man möchte, sondern das ist schon ganz schön wichtig. Paprikapulver, das schön verrühren, da auch nicht zu knapp. So, dann lasse ich das mal hier. Währenddessen ist die Pfanne heiß. Ein bisschen Öl rein. Das Fleisch anbraten. Das darf ich dir wieder geben. Ah ja, die Karotten kannst du mir bitte machen. Die brauchen wir auch nachher zum Belegen. So, das schön verrühren, abdecken. Ich gucke dir lieber zu, als Ja, zu ja, arbeiten hier. Das ist Ich merke deutlich schon, ich merk angenehmer. schon. Abdecken und wenn es geht, über Nacht. Oh. Kurz anbraten. Man kann ihm ein bisschen Farbe geben, dem Fleisch, muss es aber nicht, denn das Fleisch wird nachher nochmal in dieser Marinade fertig gezogen. Reicht dir das für 2 oder möchtest du noch ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen mehr, das Doppelte. Das Doppelte. Alles klar. So, dann geben wir die Marinade in die Pfanne, um es reduzieren zu lassen. Oh, das meine ist Herren, ganz das riecht wichtig. hier. Der Knoblauch auch mit ist rein. der Wahnsinn. Wenn man den Knoblauch wirklich gerne komplett haben möchte, die Marinade ohne die Chilischote kurz pürieren. Ja. Und dann bleibt die ganze Aromatik da drin. Ich stelle das mal nach hinten. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt sieht man, wie das schön reduziert. Aufkochen.
Und das Geheimnis ist tatsächlich, das Fleisch nachher da nochmal durchzuziehen. Wie sieht unser Brot aus? Nicht, dass das zu kross wird? Nee, es ist momentan, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Ja, das sieht leichtes gut aus. Grillaroma jetzt. Hier, besser. So. Ja. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das, was man jetzt sieht hier, diese Schaumbildung, das kommt vom Eiweiß, was das Fleisch abgesondert hat. Ja. Weil wir waren ja mit Säure in der Marinade drin. Dann gart ja ein Fleisch in Anführungsstrichen weiter. Deswegen kann man Ceviche auch wunderbar zubereiten, weil die Säure im Endeffekt auch ja, das Produkt kalt gart. So, das lassen wir noch ein bisschen reduzieren. Währenddessen brauche ich das Brot. Fangen wir an mit der Unterseite? Ja, bitte. So, das kennen wir aus der Hamburger Zubereitung, dass wir ein bisschen die Schnittkanten karamellisieren. Wie man so schön sieht, das passt auch sehr gut. Man kriegt auch Aromatik und es wird ein bisschen verschlossener. Diese Kartoffelcreme, die ich dafür zubereitet habe, wird aus Stampfkartoffeln gemacht. Mais, Kidneybohnen, ein bisschen Frischkäse, wenn man möchte, Gewürze. Ich wollte da bewusst in eine andere Richtung reingehen, wie jetzt immer nur Frischkäse oder Mayonnaise, was sehr viele ja sehr gerne auch drauf machen, was ich aber nicht so spannend finde. Auf die Unterseite. Da ist ja auch frische Petersilie noch mit drin, ne? Ja, Petersilie kann man reinmachen, Paprikawürfel, Tomaten, wenn man möchte. Also da kann man mit allem spielen, was einem die Aromatik Was die Küche gibt. hergibt. Genau. So, dann brauchen wir Salat. Eisbergsalat finde ich für so etwas am schönsten. Ja. Weil es sehr stabil ist, sehr viel Knackigkeit auch liefert. Und bitte nicht groß mit dem Messer schneiden, dann läuft er nur an. Den reißt man besser. Und ich will es auch nicht ganz klein haben als Chiffonat, wie man so das sehr häufig macht, sondern ruhig große Blätter drauflegen. So. Jetzt gehen wir weiter. Das brauchen wir für oben, das finde ich gut, ja, dass es so ein bisschen hält, sonst fällt uns das ja nur runter. Wenn ich das Schneiden schon nicht geschafft habe, dann hoffentlich das Karottenmixen. So, wenn das reduziert ist, gibt man das Fleisch wieder rein und jetzt kommt das Besondere. Entweder ich mache 2 Lagen Fleisch, das heißt oben, also jetzt schon eine Fleischlage, dann baue ich die anderen Zutaten drauf und dann wieder Fleisch, dann hat man ein Monster. Ich wollte gerade sagen, für 1 bis 2 Personen reicht das ja dann Immer, allemal. Oder eben, ich mache eben nur eine Schicht Ja. und belege lieber ein zweites, weil ich sage, das reicht mir einfach. Aber vom Fleischanteil sind das so 30, 40 Gramm pro Scheibe, Ja. 40 eher bei dem hier. Und dann haben wir ja immerhin schon 160 Gramm und das schön geteilt, dann reicht mir das einfach. Und die Hitze kommt jetzt einfach nur, dass ich das nochmal nachziehen lassen? Genau, da jetzt nochmal nachziehen lassen und auch den Geschmack anzunehmen. Man kann es so weit auch reduzieren, dass es eher glasiert. Ja. Das kann man dann machen, wie man möchte, aber ich brauche diese schöne Menge an Marinade, ja auch für die ganzen anderen Fleischsachen. Das kann man sehr gut vorbereiten und ich gebe dann einfach nur noch das Fleisch rein. Das heißt, ich brate es vor. Ja. Und wenn ich jetzt loslegen will und meine Kumpels mit Essen versorgen, dann gebe ich es kurz in den warmen Sud und belege es. So, 3 Scheiben oder 4 Scheiben. Hast du auch kommt als drauf an, wie groß Gastgeber es dann ist. mal am Tisch sitzen, ne? Hey, ganz wichtig. Ein das geschmelzte Marmelade sage ich schon, geschmelzte Hätte ich auch gesagt, Zwiebeln. tatsächlich. Ja, man nennt es ja auch Zwiebelmarmelade. Man kann damit einfach einen unglaublich wunderbaren, süßen Geschmack auch erzeugen, trotz der Würzigkeit. Und jetzt, Fleischsud hier schon der wieder. Fleischsud läuft ein bisschen runter, genau. So, jetzt kommt das Besondere. Die Karotten. So. Danke. Jetzt bräuchte ich bitte mal den Senf. Dankeschön. Senf ist ganz wichtig. Oh ja. Da ruhig kleckern. Sag nicht mit sparen, ne? Nein. Geht Sparen immer. tun wir Geht morgen immer. wieder. Dann, wenn man es scharf möchte, Chili-Soße. Ja, dann lass uns doch gleich mal mit der Chili-Sauce arbeiten. Ja, gerne. Wenn wir es dann schon hier haben. So, oh, drehst du mir das bitte mal auf? Ich habe gerade ein bisschen fettige Finger. Danke. So. Ja. Jetzt kann man auch noch Jalapenos drauf machen, wenn man möchte. So. Chilifäden. So. Deckel drauf. Wahnsinn. Schön andrücken. Und jetzt kommt das, was wichtig ist. Das wäre mir alleine, ja, dann bin ich satt. Dann schlafe ich vielleicht auch noch ein, während das Spiel so langsam noch nicht mal fertig ist. Machen wir einen 4er-Cut.
Ja. So, sehr schön, man hat es auch gehört. Ich zeige es erstmal Wahnsinn, so in die Kamera, wie schön das aussieht. Wir haben alle Schichten drin, wir haben alles, was Geschmack bietet. Und jetzt schneiden wir es noch einmal durch. Keine 10 Minuten später ein super geiles Sandwich. Und das ist gut vorbereitet, muss ich nicht viel machen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Keiner muss ewig irgendwo in der Küche stehen. Ich muss nicht am Grill stehen, um irgendwelche Würstchen zu grillen. Sondern wir haben perfekte Sandwich mit einem perfekten kroatischen Fladenbrot. Oder was meinst du? Sieht toll aus. Also wirklich, ich bin begeistert. Ich freue mich gleich auf den Geschmack. Ich glaube, du auch? Ja, auf jeden Fall. Das ist einer meiner gleich Lieblingssnacks. Ja, wir haben es ja schon 2-3 Mal jetzt gehabt, aber es zeigt einfach, mit diesem Produkt kannst du nahezu alles in der Küche machen. Ja. Mit den Leuten, die damit umgehen können, wird es immer gelingen. Vielen Dank und Bis zum guten nächsten Mal. Appetit.